Hallo, hi, servus und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute ganz besonders, wir sind nämlich im Poly Office in München und ich würde euch ganz gerne hier unsere Tracking- und Framing-Technologien zeigen. Und dafür gehen wir in einen unserer Demo-Räume und ihr kommt einfach mal mit. Okay, da sind wir auch schon. Herzlich willkommen in unserem Demo-Raum. Was haben wir hier? Ganz kurz für euch zusammengefasst. Wir haben ein Anti-Haze-Display von der Firma Sony als Touchscreen ausgelegt. Wir haben unsere R30 Videobar, und zwar die R30 Plus. Für alle, die das nicht kennen, das ist unser Bundle, also die R30 plus eine HP G5 Docking Station und eine Fernbedienung, sodass wir also in der Lage sind, mit einem einzigen Kabel Kamera, Lautsprecher und Mikrofon auf unserem Notebook zur Verfügung gestellt zu bekommen und auf der anderen Seite auch das aktuelle Notebook-Display auf diese große Front-of-Room-Anzeige zu bekommen. Notebook ist dann tatsächlich auch das Stichwort. Wir reden hier über eine BYOD-Lösung. Dementsprechend haben wir hier entsprechend unseren Notebook mit der HP G5 Docking Station verbaut. Die Möbel in diesem Fall sind von der Firma Holz Media. Und vom Prinzip her ist das eigentlich alles, sprich die HP G5 Dock, ein Notebook und ein Display, ist das alles, was ihr benötigt, um eigentlich eure Kundendemos machen zu können. Zusätzlich haben wir hier noch ein paar fleißige Helfer. Ihr kennt alle das Thema Fachkräftemangel, die uns tatsächlich dann tatkräftig unterstützen, wenn wir vielleicht doch mal nur alleine oder zu zweit im Office sind. Und wie das Ganze funktioniert und wo bei uns genau die Kollegen helfen, das schauen wir uns jetzt an. Ihr seht es schon, wir haben super viel Fläche, die, wie wir so ganz gerne sagen, die Bowlingbahn. Und hier kommen tatsächlich intelligente Kameras ins Spiel. Ihr seht neben dieser Bowlingbahn, wir sehen sehr viel vom Raum und eigentlich relativ wenig Mensch. Also ihr seht relativ wenig von dem Kai und mir im Vergleich zum Rest des Bildes. Und das können wir tatsächlich durch das sogenannte Group Framing lösen. Beim Group Framing ist es tatsächlich so, dass die Kamera Gesichter im Raum erkennt und versucht, diese Gesichter maximal groß ins Bild zu holen. Das heißt, wir maximieren die Ansicht der Person und wir minimieren die Ansicht des Raums. Und Kai, vielleicht würdest du das Ganze mal eben aktivieren, damit wir das Ganze mal live und einfach sehen. Und jetzt solltet ihr sehen, genau, es hat tatsächlich nur ein paar Millisekunden gedauert. Die Kamera erkennt uns beide als die Person, die sich im Raum befinden, holt uns groß ins Bild und ich mache jetzt einfach mal den Spaß. Ich gehe jetzt mal um die Ecke und verlasse mal den Raum und ihr werdet dann sehen, dass sich das Bild auch entsprechend wieder anpasst. Und wenn ich den Raum dann wieder betrete, dann werde auch ich wieder groß ins Bild geholt. Das heißt, ihr müsst euch vom Prinzip her keine Gedanken darum machen, mit Zoom-Tasten, mit Presets zu arbeiten. Diese gesamte Intelligenz sitzt in der Kamera. Das heißt, die Kamera erledigt diese ganzen Aufgaben automatisiert anhand von AI für euch. Und das Bild erweitert sich einfach, wenn eine dritte, vierte, fünfte Person dazu kommt, respektive verlässt eine Person den Raum, wird der Frame einfach wieder zugefahren. Total easy und ihr müsst euch eigentlich um nichts kümmern. Und jetzt schauen wir uns das nächste Feature. So, und jetzt ist das Speaker Framing dran. Und ihr kennt das, wir haben gerade drüber gesprochen, beim Group Framing sind vom Prinzip her alle Personen wichtig, alle Personen werden maximal groß ins Bild geholt. Aber es gibt natürlich diese Situationen, wo tatsächlich immer nur die Person, die gerade groß spricht, maximal groß im Bild sein wird. Und das, wie gesagt, erledigen wir durch das Speaker Tracking und Kai, du aktivierst das sicherlich gerne. Ihr seht, die Kamera fährt kurz raus und erkennt jetzt tatsächlich in Form von Triangulation anhand der Mikrofone, wo gerade im Raum gesprochen wird, versucht mein Gesicht zu erkennen. Ganz wichtig, es geht nicht um die Person Uwe Ansmann oder die Person Kai Schwertner, sondern es geht darum, tatsächlich ein Gesicht zu erkennen. Und wenn beide Checkboxen gesetzt sind, ich habe also aus Kamerasicht das Gesicht erkannt und aus der Region kommt die Stimme, dann wird diese Person groß ins Bild geholt. Das heißt, in dem Moment sprich ich bin groß im Bild und wenn der Kai jetzt einfach mal übernimmt, ja, dann wird die Kamera feststellen, der Ton kommt von einer anderen Quelle her und schwenkt die Kamera logischerweise dann auf mich und ich bin im Mittelpunkt des Bildes. Genau. Und genauso funktioniert es natürlich im Umkehrschluss auch wieder bei mir. Das heißt, auch hier brauchen wir uns keine Gedanken darum machen, mit Presets und Zoom-Tasten zu arbeiten, sondern die Kamera erledigt das vollautomatisch für uns. Okay, der nächste Modus auf unserer Liste ist der sogenannte Presenter-Track-Modus. Ihr habt das eben gesehen in den vorherigen Videos. Es gibt das Group-Framing, es gibt das Speaker-Framing. Und jetzt ist es so, gerade vielleicht im Education-Bereich, wenn ich mich vorne in einem Raum bewege, dann möchte ich natürlich eigentlich ganz gerne, dass die Kamera mich durchgängig verfolgt. Und das, wie gesagt, erledigt der Presenter-Track. Ich muss mir also keine roten X auf den Boden machen, um zu wissen, wo ich denn stehen darf und welche Bereiche ich nicht verlassen darf, sondern darum kümmert sich die Kamera und ich werde durchgängig verfolgt.
Und auch das schauen wir uns jetzt an. Der Kai aktiviert das gerade mal. Übrigens, die Software, die wir dafür nutzen, ist der Lens Desktop. Da kann ich diese ganzen Modi entsprechend umstellen. Und ihr seht das jetzt schon, ähnlich wie gerade beim Präsenter-Track hat die Kamera mich erkannt. Ich habe nichts in der Hand, keine Fernbedienung, keinen Tracker, kein gar nichts. Und ich kann mich jetzt aber frei im Raum bewegen und die Kamera verfolgt mich. Ziemlich coole Technologie. Ich kann mich also tatsächlich vollkommen auf meine Präsentation, auf das, was ich erzählen möchte, konzentrieren. Ich muss mich überhaupt nicht um die Kamera kümmern. Alles, wie gesagt, anhand der KI automatisch im Gerät geregelt. Und das Beste dabei, das Ganze ist natürlich plattformagnostisch. Das heißt, dadurch, dass alles im Gerät verbaut ist, nehmt ihr diese Funktionalitäten mit in Teams, in Zoom, in Google oder euren anderen UC-Client der Wahl. Das macht das Leben natürlich für jeden im Konferenzraum um einiges einfacher. Okay. Jetzt haben wir uns gerade das Speaker-Frame angeschaut. Und es ist natürlich total toll, wenn jemand spricht, dass er groß ins Bild geholt wird. Was aber so ein bisschen vielleicht verloren geht, ist dieser Kontext. Also wer spricht eigentlich gerade mit wem? Und deswegen haben wir uns tatsächlich einen neuen Modus einfallen lassen, den sogenannten Diskussionsmodus. Das heißt, ich spreche und wenn der Kai jetzt im Raum spricht, Ja, was er dann jetzt tut, um einen kurzen Redebeitrag herbeizuführen. genau, und wenn ich dann wieder anfange zu sprechen, dann ist es tatsächlich so, dass die Kamera uns beide groß ins Bild holt. Das heißt, die nutzt die 4K-Optik, das große Bild und schneidet quasi die einzelnen Teilnehmer aus. Das funktioniert genau mit 2 Personen. Hierum geht es nämlich tatsächlich die beiden Personen, die gerade miteinander sprechen, die gerade miteinander diskutieren, entsprechend groß ins Bild zu. Übernimmt dann eine Person wieder den Redepart, so wie es gerade bei mir passiert ist, dann seht ihr, dann switcht es zurück in die Großansicht. Das heißt, man würde alle Teilnehmer im Raum sehen. Und immer dann, wenn 2 Leute miteinander diskutieren, dann wird automatisch dieser Modus. Okay, und im Intro habt ihr schon gesehen, wir haben unsere fleißigen Pappkameraden hier und jetzt mag sich vielleicht der ein oder andere fragen, warum brauchen wir die eigentlich? Und zwar haben wir eine erweiterte Tracking-Technologie, nennt sich People Framing. Und People Framing ist in der Lage, bis zu 6 Personen im Raum zu erkennen und in separaten Kacheln innerhalb dieses Videostreams darzustellen. Wir haben jetzt einfach mal 2 von unseren Kollegen hier mit ins Bild geholt. Der Kai aktiviert im Hintergrund schon mal das Feature. Und jetzt wird es einen kleinen Moment dauern. Dann erkennt die Kamera tatsächlich die Person im Raum anhand der Gesichter und stellt uns dann in separaten Kacheln dar. Okay, und genau das wollten wir zeigen. Hier sind es jetzt keine Kacheln, hier sind es jetzt Säulen. Das liegt einfach daran, dass wir 4 Personen sind. Wenn es eine 5. oder 6. Person im Raum hätte, dann würdet ihr vom Prinzip her 2 Reihen A3 Kacheln sehen. Kommt eine 7. Person in den Raum, diese Frage könnte man natürlich stellen, was passiert denn dann? Dann switcht das System automatisch zurück ins Group Framing, verlässt die 7. Person, die 8. Person wieder in den Raum und wir sind wieder 6 oder weniger. Dann wird automatisch wieder People Framing. Ihr bekommt also das Beste aus beiden Welten, ohne irgendeinen Knopfdruck. Das macht eure Conference Experience um einiges besser. Und damit bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Viel Spaß und besucht uns in München. Bis dann. Ciao.